Also persönlich habe ich keine direkte Erinnerung. In meiner Heimatstadt ist alles ruhig geblieben. Auch in den damaligen Bezirk Karl-Marx-Stadt ist es relativ ruhig gewesen. Die Konflikte haben sich hauptsächlich in Berlin abgespielt auch und natürlich in einigen Großstädten auch, Halle und so weiter. Ausgangspunkt war, dass mit den drastischen Forderungen der Sowjetunion, dass die DDR jetzt hier Verteidigungsanstrengungen unternehmen müsste und so weiter, auch den weiteren Fortbestand der Reparationen, ein soziales Konfliktfeld entstanden worden ist, das versucht wurde durch Normerhöhung, administrative Normerhöhung, insbesondere dann ein bisschen aufzulösen, aber das hat natürlich war dann der Auslöser für also Proteste, Arbeiterproteste, die berechtigt waren auch und die auch dadurch eine Breite gewinnen konnten, die allerdings dann sehr schnell von der westlichen Propaganda, vor allem Rias, der hier eine Schlüsselfunktion gespielt hat, aufgegriffen worden und praktisch in eine politische Aktion umgemünzt worden. Also ich glaube, wer sich über diese Ereignisse objektiv informieren möchte, der kann das auch sehr gut tun an den Roman von Stefan Heym, 5 Tage im Juni, der also das, glaube ich, realistisch beschreibt. Und auch viele andere Zeitzeugen haben sich zwischendurch zu Wort gemeldet. Das kann man heute überall nachlesen. Also es wurde natürlich dann zu einer konterrevolutionären Aktion, als zum Beispiel in Jena dann die Kreisdienststelle des MfS ausgeräumt wurde. Die Akten wurden nach West-Berlin geschafft. Der Kreisdienststellenleiter, der hatte schon einen Strick um den Hals, als ihn die sowjetischen Truppen dann retteten. Ja. Und das waren dann schon, da ging es dann schon ans Eingemachte und ja, das Eingreifen der Sowjetarmee hat dann das Schlimmste tatsächlich verhindert. Es wurden auch hier in Berlin wurden dann die Kioske der HO, Handelsorganisation, der staatlichen Handelsorganisation, angezündet. Und solche Aktionen gab es nicht nur einmal. In Halle wurde Gefängnis gestürmt und da wurden auch eingesperrte Nazi-Verbrecher wieder freigelassen, freigekämpft. Also das hat jetzt schon dann einen Charakter angenommen, der diesen ursprünglichen sozialen Protesten nicht mehr entsprochen hat und ist dann auch relativ schnell beendet worden durch das massive Eingreifen der Sowjettruppen. Also ich glaube nicht, dass der Westen so vorbereitet war auf diese Aktion, aber er hat natürlich das sofort aufgegriffen und genutzt. Berichte sind ja da, dass da plötzlich Leute in den Demonstrationszügen auftauchten, die hatten funkelnahe neue Maureranzüge aus dem Westen. Und von denen, die dann hier gegen die sowjetischen Panzer teilweise sich gestellt haben, das sind dann viele wieder zurückgegangen in den Westen. Da waren natürlich auch Truppenteile aus der anderen Seite dabei, die ja sofort sich engagiert haben. Also aber man kann das nicht als ein Putsch vom Westen bezeichnen. Die Ursachen lagen schon in der DDR und es ist aber vom Westen ausgegriffen und eskaliert worden und so ungefähr müsste man das Ganze einordnen. Wir haben das auch in Chile gesehen, als die Allende-Regierung weggeputscht wurde. Es wird natürlich immer auch mit wirtschaftlichen Mitteln nachgeholfen, indem also praktisch gerade in Chile wurde also über die Kraftfahrspedition dann die Versorgung unterbrochen oder geschürt, Nahrungsmittelknappheit, Inflation etc., was dann oft Folgen von wirtschaftlichen Einflüssen waren. Also das heißt, diese wirtschaftliche Unzufriedenheit, dass die Masse der Menschen sagt, es muss jetzt mal was anderes kommen, muss was besser werden, die wird natürlich dann flankierend auch eingesetzt und es spielt eine große Rolle,
um die Menschen dann in Bewegung zu bringen und auf die Straße zu bringen. Wenn man das vergleicht, nach dem 17. Juni gab es ja diese Ereignisse in Ungarn 1956, wo eben auch Leute dann aufgehängt wurden und so weiter. Das war nochmal ein Aufbäumen dieser Rollback-Strategie und auch ohne Rücksicht auf Verluste und ohne moralische Skrupel hier möglichst schnell eine Veränderung herbeizuführen. Aber andererseits war natürlich gerade dieses brutale Vorgehen rechtfertigend für alle Maßnahmen, die dagegen erfolgt sind, alle auch repressiven Maßnahmen im Zusammenhang damit. Das war erklärbar dadurch und insofern ist es auch von der Seite gescheitert, weil es war ein unrealistischer Ausgangspunkt, dass man auf diese Weise die sozialistische Entwicklung zurückdrehen könnte. Und andererseits war es eben auch nicht die intelligenteste Art. Das ist dann mit der Entspannungspolitik, mit dieser Konterrevolution auf Feldschlachten viel besser gelungen als damals mit dieser offenen Konfrontation.